tennis quarter for the technology that everyone tennis quarter actually have taken it back to the past. Connect die Computershow bei Sunshine. So, mit den Schlussbemerkungen. Es gibt noch einen weiteren Passwortmanager. Der Marc schreibt, hallo Erik, du hattest doch auch mal für Passwörter Mikey empfohlen, weiß ich nicht mehr. Auf deiner Empfehlung habe ich Mikey umgestellt und bin rundum zufrieden. Schreibt sich NY Mikey kann ich nur empfehlen. Und Mikey legt die Passwörter nicht in eine Cloud ab, schreibt der Marc. Und er schreibt auch bloß nicht. LastPass ist sehr unübersichtlich. Die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich in dem Bereich. Die einen liegt der eine Passwortmanager und sagt, der andere sagt, das ist Ding nicht so möglich, der nächste findet es wiederum genial. So ist das so. Ich habe euch noch etwas versprochen, wo tatsächlich mal, also eine Situation, in der tatsächlich mal Connected ist, etwas weitergeht. Und zwar, ich mache mal das Talk aus. Hört ihr dieses Piepen? Über dieses Piepen haben wir es tatsächlich öfter mal schon gehabt. Und zwar, dieses Piepen ist eine Interferenz, die durch eine LED-Beleuchtung ausgelöst wird. Wir haben eine LED-Beleuchtung hier im Studio, die ist unter dem Pult angebracht, also damit werden unsere Panels, die hier unter dem Bildschirm sind, habt ihr gleich schon am Fotopunkt gesehen, damit werden die erleuchtet. Und wenn dieses Panel eben an ist, dann erzeugt es dieses Piepen. Und ich habe schon davon gehabt, dass LED-Beleuchtung tatsächlich Interferenzen auslösen können mit allerlei anderen Signalen. Und ich mache das mal aus. Dann ist das Piepen, ne? Und das wieder an. Ist das Piepen wieder da. Also das Schöne daran ist allerdings, oder das Gute daran ist, ich weiß, dass es mal ohne Piepen funktioniert hat, denn wir haben das Ding schon relativ lang im Einsatz. Also ich vermute, dass es nur ein temporäres Problem ist, wenn wir das EMV, das ist das Ansteuerungsgerät, da in Ordnung bringen, dann dürfte das wieder wechseln. Und das wäre auch ganz schön, denn zum Mix-Mischen wollten wir das eigentlich wieder am Laufen haben mit der LED. Die werden wir da brauchen, so eine schöne LED-Beleuchtung zum Mix-Mischen, denn wir werden auch zum Mix-Mischen, wenn alles klappt, hier auch Kameraübertragung machen. Also auch das Ganze eben auch wenn Live-Sets aus Mannheim kommen. Mit Übernachtung in Berlin und geht dann bis zum 3.1. um Mitternacht. Also 14 Tage, 2 Wochen lang Programm, über 300 Stunden, 81 Live-DJs oder 82 Live-DJs, 61 davon aus Mannheim, 21 aus Berlin. Das sind also auch besser mittlerweile verteilt. Das läuft viel besser als im letzten Jahr. Also viel Berlin-Beteiligung auch in diesem Jahr, das ist sehr schön. Und ja, ansonsten natürlich eben auch viele Specials wieder. Es wird ein 80er-Special geben, es wird ein 90er-Special geben. Also einen ganzen Classics-Tag wird es da geben mit 80er, 90er-Special und noch weiteren dabei. Dürft ihr euch überraschen lassen. Es wird auch wieder eine Silvester-Sendung geben. Ja, auch da dürft ihr euch drüber freuen. Also das wird das eine oder andere Takeover geben, ist geplant. Also das wird wieder eine tolle Mix-Mission werden. Und ihr werdet viel davon diesmal auch bei Twitch und bei Facebook eben zu sehen bekommen. Und dafür ist es eben wichtig, dass unsere LED-Beleuchtung fürs dann störungsfrei ist, weil dieses Piepen tatsächlich ein bisschen merkt. Ne? Das muss man dann doch nicht haben. So, das war dieses. Dann habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache tatsächlich. Für alle, die mich gerne reden hören, kommt die Erlösung. Ein ganz wichtiger, wir haben unseren ersten Podcast am Start. Ja? Schaut mal auf der Seite von Sunshine. Ist jetzt leider doch nicht connected, der erste Podcast geworden, sondern ein wirklich spezieller Podcast, aber absolut hörenswert. Den macht die Jessica, da sind die ersten 3 Folgen tatsächlich schon online. Es geht um Drogen, und zwar um Drogenprävention natürlich, aber auf eine sehr interessante Art und Weise, wie ich finde. Also nicht nur schnödes Warnen, sondern das Ganze läuft eben in Zusammenarbeit mit Sonar. Und da geht es auch darum, wie fühlen sich manche Drogen an. Und das ist schon ein krasses heißes Thema. Schaut auf unsere Seite, findet ihr auf der News direkt hier. Der heißt Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Kommt aus Berlin und wird von unserer Jessica gemacht. Und dann gibt es die ersten 3 Folgen online. Das ist sehr schön. Da kommen viele weitere Podcasts noch dazu. Das ist jetzt nur der erste, da muss man ein paar Sachen ausprobieren. Ist auch bei Spotify online, das Ding, wo dieses eben gehört. Aber schaut auf der Seite.
genug bekommt. Das nicht alle, ich weiß, aber Phasen dabei. Ich werde viel reden. Und zwar mache ich tatsächlich den Sprung ins Late-Night, ins Late-Night-Genre. Aber lange Zeit hatte ich immer so ein bisschen Probleme mit Kameras, die wir abfilmen. Dank Corona und der ganzen Twitcherei oder so habe ich die Scheu etwas verloren und deswegen passiert es tatsächlich. Vielleicht erinnert ihr euch nochmal ans Pegasus, die haben diesen Weltrekord gemacht, tatsächlich im Sommer, wo ich auch beispielsweise aufgelegt habe, aus diesem Weltrekord ist ein gewisser Hunger entstanden. Da haben sie also quasi die längste Bühnenshow der Welt gemacht, da haben die eben bei Twitch und im Fernsehen übertragen und schießt mich tot. So, und die wollten weitermachen und jetzt gibt es ab morgen Abend ein Late-Night-Format von Pegasus TV. Ist ein Internetsender, aber da ist es tatsächlich so, also nicht jeden Montag, aber jetzt erstmal morgen und in 14 Tagen, also 2 Sendungen im Dezember sind geplant, 14-tägig, vielleicht ab Januar wöchentlich, gibt es die Pegasus Late Night ab 21 Uhr. Und da ist der Late Night Host, das bin ich. Ja, euer Erik kommt ins Fernsehen, das ist unglaublich. Ein buntes Programm haben wir für euch vorbereitet. Das Ganze auch einigermaßen witzig aufgebaut. Also es ist wirklich nicht Bias in den Late Night Show halt. Ne? Und das wird die erste Late Night Show sein, die ich dann eben moderiere. Morgen Abend um 21 Uhr geht's los. Werden Abend nachher noch ein bisschen was bei Facebook dazu posten, wenn ihr Bescheid wisst. Und da sind dann auch die nächsten Links. So, das war alles, was ich euch noch sagen wollte. Nicht, dass es wieder heißt, Erik, warum hast du uns nicht Bescheid gesagt? Habe ich hiermit getan. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und jetzt gibt es wieder viel Mucke, denn hier ist die neueste Ausgabe der Charts. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen schönen zweiten Advent, einen schönen Nikolaustag. Und vielleicht sehe ich den einen oder anderen morgen Abend bei meiner ersten Late Night. Bis denn, schönen Sonntag noch. Ich bin Erik, es ist geringfügig nach 13 Uhr und ich bin raus. Ich bin Rohrmuller. Ich bringe Ehre für das Haus. Auf Disney Plus. Die Legende lebt. Mulan.